Das Exzellenzcluster Scripps ist ein Zusammenschluss von 38 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen, die aus unterschiedlichen Disziplinen kommen, insgesamt 17 Disziplinen. Wir erforschen die aktuellen Herausforderungen sozusagen der sozialen Grammatik unseres Zusammenlebens. Wir haben den Namen des liberalen Skriptes gewählt, weil es geht tatsächlich in gewisser Weise um das Drehbuch, wie man eine Gesellschaft organisiert. Uns geht es aber nicht nur um das liberale Skript und wie sich das liberale Skript entwickelt hat und welche Varianten es davon gibt. Uns geht es vor allem darum, warum es in den letzten Jahrzehnten so stark herausgefordert worden ist, so vielfältig herausgefordert worden ist. Und im Moment beobachten wir zumindest 4 unterschiedliche Typen von solchen Herausforderungen. Wir kennen sie vor allem innerhalb des Westens als autoritär-populistische Parteien. Wir wissen, dass wir das Problem der Herausforderung durch fundamentalistische Religion, insbesondere natürlich auch im Islam und den damit verbundenen Terrorismus haben. Wir haben das Staatsmodell China, welches für viele inzwischen sehr attraktiv erscheint, obwohl es in vielerlei Hinsicht zutiefst illiberal ist. Und wir haben natürlich auch wiederum im Innern ganz stark die technokratische Herausforderung. Immer mehr die Erwartung, wir brauchen keinen politischen Prozess, wir brauchen keine politischen Schwatzbuden, sondern wir brauchen das richtige Wissen und klare Entscheidungen. Also diese Art von technokratischer Herausforderung ist auch eine, der das liberale Skript gegenübersteht. Und wir wollen verstehen, was hinter diesen Herausforderungen steht, wie sie miteinander vernetzt sind und warum sie in dieser Stärke gerade heute auftreten. Wenn wir die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen anschauen, nicht nur eine Fragestellung jetzt einiger der Normen des liberalen Skripts, sondern wir haben auch eine Infragestellung der zugrunde liegenden Form der Wissensgenerierung, der Epistemologie sozusagen. Wir haben eine breite politische, zugespitzte Diskussion, extrem polarisiert. Aber die Fragen, die in dieser Polarisierung auftauchen, nach was passiert eigentlich mit uns, wenn wir uns quasi an bestimmte Regeln halten müssen, die es vorher nicht gab. Was macht es mit uns? Psychisch, sozial, juristisch. Das sind Fragen, die bearbeitet werden müssen. Da habe ich überhaupt nichts verstanden. Die haben irgendwo in einer Wand, die sich da bewegt und ständig verändert und mit den ganzen Bilderchens da. Also ich konnte mir das nicht vorstellen. Ne? Aber sie waren so engagiert, die Kuratoren, und wir, glaube ich, auch, sodass wir uns mehrmals getroffen haben und gemeinsam reflektierend überlegt, okay, was wollen wir jetzt auf dieser Wand darstellen? Die sprechende Wand ist dann sehr multiperspektivisch, ist vieles parallel, es ist nicht linear, und diese Vielfalt der Eindrücke, so glauben wir, bringt dann ganz gut zum Ausdruck, was wir eigentlich machen. Aber wichtiger ist eigentlich, dass deutlich wird, dass die Probleme, die die Menschen bewegt, ne, dass das Probleme sind, Fragen sind, mit der sich die Wissenschaft auseinandersetzt. Ich hoffe, dass die Zuschauer sich dann reinbegeben, ne, und die einzelnen Aspekte sich genauer anhören und dann merken, okay, die streiten da um was, die ringen da um was. Erkenntnis ist Ringen um was. Und das würde mich freuen, wenn aus der Vielstimmigkeit, die vielleicht auch sowas wie eine Zerstrittenheit erstmal darstellt, wenn man dann hineingeht und merkt, nein, da findet eine Auseinandersetzung statt. Die nehmen sich ernst, die hören sich zu. Und dass das nicht ein Chaos ist, sondern eine spannende Vielstimmigkeit, in die man hineinhören kann.